In diesem Video zeigen wir dir, wie du deine Zierleisten im Innenraum ohne Vorkenntnisse folieren kannst. Dafür benötigst du nur dein passendes Zierleistenset von HSS Skins und einen Föhn. Zudem sollte die Außentemperatur für die Folierung bei etwa 20 Grad Celsius liegen. Auf deinem ausgepackten Folienset solltest du je nach gewähltem Modell 2 bis 4 Beschriftungen erkennen können. Dadurch kannst du ähnliche Folienteile direkt zur passenden Zierleiste zuordnen. Wenn du ein Modell mit Logo gewählt hast, kannst du für mehr Kontrast sorgen, indem du es mit einer gewünschten Farbe hinterklebst. Verwende hierzu eines der rechteckigen Folienstücke, die in deinem Set enthalten sind. Klebe dafür einfach das rechteckige Folienstück mit der nicht klebenden Seite mittig auf das Logo der klebenden Seite des Folienzuschnittes. Außerdem gibt es noch ein paar Tipps für die Folienverarbeitung, über die du Bescheid wissen solltest. Erstens, wenn du die Folie entlang der Zierleiste anlegst, darfst du sie nicht in der Länge verziehen, denn dadurch geht die perfekte Passform verloren. Zweitens, entsteht beim Folieren eine große Falte, dann musst du die Folie an dieser Stelle nochmal lösen. Als nächstes musst du die Folie wieder so andrücken, dass anstatt einer großen Falte mehrere kleine Falten entstehen. Anschließend kannst du diese mit dem Föhn erhitzen und mit dem Finger herausstreichen. Bei kleinen Blasen kannst du allgemein immer so vorgehen, dass du diese zuerst mit dem Föhn erhitzt und dann mit dem Finger herausstreichst. Drittens, wenn du die Folie überall angelegt hast und sie liegt an einer Stelle noch nicht ganz passend an, dann musst du sie an dieser Stelle nochmal abziehen und mit dem Föhn erhitzen. Danach kannst du die Folie bewusst in der Länge verziehen, sodass sie sich passend anstreichen lässt. Viertens, wenn du mit dem Rakel die Folie in die Spalten schiebst, musst du aufpassen, dass du nicht mit dem Rakel abrutscht, denn dadurch könnte die Folie dauerhaft beschädigt werden. Bevor wir jetzt endlich mit dem Folieren beginnen, musst du noch jede Zierleiste gründlich reinigen. Denn nur auf völlig sauberen und entfetteten Oberflächen kann die Folie langfristig und blasenfrei angebracht werden. Auch die Spalten sollten nicht vernachlässigt werden. Hier kannst du das Rakel zur Hilfe nehmen. Lasse dir hierbei ein paar Minuten Zeit, sodass du auch keine Fläche vergisst, denn bereits kleine Verschmutzungen unter der Folie könnten zu Blasen führen. Nun kommen wir zu der Folierung. Wir beginnen mit der Zierleiste an der Fahrertür. Beim Anlegen der Folie musst du dich an den im Video markierten Stellen orientieren. Die Folie muss oben bündig auf den silbernen Rahmen treffen und links und rechts jeweils bündig zu dem mittleren silbernen Rahmen. Danach musst du die Folie überall entlang der Zierleiste anlegen. Oben muss die Folie immer bündig auf den silbernen Rahmen treffen und unten bündig auf das schwarze Kunststoff. Sobald du bei der Sitzmemory angekommen bist, musst du die Folie passend zu dieser anlegen. Wenn du das gemacht hast oder ein Modell ohne Sitzmemory hast, dann kannst du dich einfach wieder oben am silbernen Rahmen und unten am schwarzen Kunststoff orientieren. Jetzt kannst du die Folie auch gleich überall andrücken.
Hierbei musst du nur darauf achten, dass du von innen nach außen arbeitest, sodass die Luft für mögliche Blasen besser entweichen kann. Hierzu kannst du auch den Föhn zur Hilfe nehmen, denn dadurch lassen sich Blasen leichter herausstreichen. Anschließend musst du die Folie immer stückweise erhitzen und dann mit dem Rakel in die Spalten schieben. Wenn du ganz rechts an der Zierleiste angekommen bist, solltest du auch hier die Folie mit dem Föhn erhitzen, sodass du sie umklappen und anstreichen kannst. Zu guter Letzt musst du die Folie noch in die restlichen Spalten schieben. Und schon ist die erste Zierleiste fertig foliert. Die restlichen Zierleisten an den Türen lassen sich nach dem gleichen Schema folieren. Nur, dass du dich beim Folien entlanglegen logischerweise nicht am Sitzmemory orientieren kannst. Demnach musst du dich an den hinteren Zierleisten an den Lautsprechern orientieren und an der Beifahrertür oben am silbernen Rahmen und unten am schwarzen Kunststoff. Jetzt geht es weiter mit der Mittelkonsole. Hier musst du die Folie rechts und links jeweils bündig zum schwarzen Kunststoff an den rot markierten Rundungen anlegen. Außerdem muss die Folie unten an das schwarze Kunststoff angeschoben werden. Als nächstes musst du die Folie auf beiden Seiten entlang der Zierleiste anlegen. Hier sollte die Folie von alleine passend hinfallen. Wenn nicht, dann hast du beim Anlegen nicht genau genug gearbeitet. In diesem Fall musst du die Folie vorsichtig wieder abziehen und neu anlegen. Danach kannst du die Folie auch gleich an die Zierleiste anstreichen. Arbeite hier wie immer von innen nach außen. Im nächsten Schritt musst du die Folie oben an der Zierleiste umklappen und anstreichen. Anschließend musst du die Folie mit dem Föhn erhitzen, nochmal überall andrücken und dann die restlichen Blasen von innen nach außen herausstreichen. Jetzt musst du nur noch die Folie mit dem Rakel in die Spalten schieben. Wie immer solltest du hier die Folie mit dem Föhn erhitzen. Wundere dich nicht, wenn du hier etwas Kraft aufwenden musst, um die Folie in die Spalten schieben zu können. Du solltest lediglich aufpassen, dass du nicht abrutscht, denn dadurch könntest du die Folie beschädigen. Genau das gleiche machst du jetzt noch auf der anderen Seite der Mittelkonsole. Danach folieren wir die kleine Klappe oberhalb der Mittelkonsole. Beim Anlegen musst du dich an der rot markierten Stelle orientieren. Wichtig ist, dass du die Folie hier nicht direkt am silbernen Griff anlegst, sondern am schwarzen Kunststoff,
welches sich direkt oberhalb des silbernen Griffes befindet. Nun musst du die Klappe leicht öffnen, sodass du die Folie unten an der Kante passend anstreichen kannst. Dann kannst du die Folie vollends überall anstreichen. Um die Folie passend unter das Bedienfeld zu bekommen, musst du sie leicht in der Mitte stauchen. Außerdem solltest du hierbei wie immer von innen nach außen arbeiten. Anschließend musst du mit dem Rakel die Folie in die Spalten schieben. Damit die Folie hier auch langfristig hält, solltest du sie zusätzlich mit dem Föhn erhitzen. Um die Folie unterhalb des Bedienfeldes passend anstreichen zu können, kannst du auch hier das Rakel zur Hilfe nehmen. Nun kommen wir zu der großen Zierleiste oberhalb vom Handschuhfach. Hier muss die Folie rechts oben ins Eck geschoben werden, so dass sie schließlich oben und rechts jeweils bündig zum schwarzen Kunststoff anliegt. Als zweites musst du die Folie entlang der Zierleiste anlegen. Orientiere dich hierbei unten am schwarzen Kunststoff. Danach musst du die Folie wieder von innen nach außen anstreichen. Jetzt musst du die Folie mit dem Rakel überall in die Spalten schieben. Auch hier solltest du für einen perfekten Halt die Folie vorher mit dem Föhn erhitzen. Als letztes folieren wir noch die kleine Zierleiste links vom Lenkrad. Hier muss die Folie unten an das schwarze Kunststoff angeschoben werden und rechts muss sie bündig zum schwarzen Kunststoff angelegt werden. Danach kannst du die Folie auch gleich überall anstreichen. Zum Schluss musst du nur noch mit dem Rakel die Folie vollends in die Spalten schieben. Nachdem du komplett fertig bist, solltest du bei jeder Zierleiste die Folie erhitzen, überall nochmal andrücken und nochmal mit dem Rakel in die Spalten fahren. Dadurch verhinderst du zum einen eine spätere Blasenbildung und zum anderen, dass sich die Folie von Rundungen oder manchen Spalten wieder löst. Sollten sich trotzdem kleine Folienteile aus den Spalten wieder lösen, dann hast du wahrscheinlich diese Stelle vergessen. Wenn das passiert, musst du einfach das gelöste Folienstück wieder erhitzen und zurück in den Spalt schieben. Damit wären wir fertig. Viel Spaß mit deinem neu gestalteten Innenraum. Weitere Produkte, mit denen du dein Auto optisch aufwerten oder vor Kratzern schützen kannst, findest du auf unserer Webseite.